Deutschland im 21. Jahrhundert. Ein Land im Herzen Europas, zwischen Alpen und der See. Woher kommt das Land, in dem wir heute leben? Geschichte im Zeitraffer. In der Antike, also der Zeit vor dem Zusammenbruch Roms, 476 nach Christus, gibt es noch kein Deutschland. Die Geschichte der Deutschen hat auch keinen klaren Anfang. Keltische und germanische Stämme leben seit mehreren tausend Jahren im Gebiet des heutigen Deutschland. Das sind aber nur zum Teil die Vorfahren der heute lebenden Deutschen. Dennoch muss man irgendwo anfangen. Heute ist Deutschland ein zusammenhängendes Gebiet von den Alpen bis an Nord- und Ostsee. Die heutigen 83 Millionen Einwohner leben in einem Land, das gut strukturiert und erschlossen ist. Es herrschen Frieden und Sicherheit, die Wirtschaft ist stark. Das ist über den größten Teil der deutschen Geschichte nicht der Fall. Den Weg ins heutige Deutschland werden wir in 12 Teilen zeigen. Der erste Mensch der Gattung Homo sapiens, die heutige Menschenform, erreicht Europa vor etwa 50.000 Jahren. Dort vermischt sich diese Menschenform mit dem Neandertaler. Vor etwa 5000 Jahren werden die Menschen in Europa sesshaft. Die Menschen leben in kleinen Siedlungen wie der Pfahlbautensiedlung in Unteruldingen bei Meersburg. In diesem UNESCO-Welterbe wird die Lebensweise der Menschen in der Stein- und Bronzezeit gezeigt. Orte wie das Ringheiligtum Pömmelte oder der hier gezeigte Sonnenkreis Goseck sind wiederaufgebaute Überbleibsel dieser vergangenen Zeit. Der Sonnenkreis in Goseck ist wahrscheinlich das älteste Sonnenobservatorium der Welt. Das Land, wo heute Deutschland liegt, besteht in der Antike aus riesigen Waldgebieten. Im 1. Jahrhundert vor Christus dringen die Römer zunehmend in das Gebiet vor, das sie Germanien nennen. Dort besiegen sie die einzelnen Stämme. Auf den eroberten Gebieten errichten sie insgesamt 5 Provinzen im heutigen Deutschland, die hier zu sehen sind. Militärlager werden gegründet, um die Provinzen abzusichern. Die zivilen Siedlungen, die sich um die Militärlager bilden, werden Canabae genannt. Viele deutsche Städte wie Augsburg, Köln, Mainz, Bonn, Passau oder Regensburg haben hier ihren Ursprung. Die Römer gründen nicht nur Orte, sondern bringen auch Wissen und ihre Kultur mit. Sie bauen Straßen wie die Via Claudia Augusta oder die Via Julia Augusta. Die Römer führen ihr Rechtssystem in den neuen Provinzen ein und setzen es durch. Unser modernes Justizsystem basiert auf dem des alten Rom. Die Römer kommen bis zur Elbe, wo die Ausdehnung Roms mit der Varusschlacht 9 nach Christus ein Ende findet. Das nicht eroberte Gebiet in Deutschland wird als Germania Magna bezeichnet. Eine Befestigung gegen Eindringlinge wird an der Nordgrenze des Reichs gebaut, der Limes. Einen Teil des Limes bilden Donau und Rhein. Dazwischen entstehen Befestigungsanlagen wie die hier gezeigte Saalburg. Das wiederaufgebaute römische Kastell ist seit 2005 UNESCO-Welterbe. Im 4. Jahrhundert entsteht die Wulfila oder Gotenbibel. Bischof Wulfila übersetzt das Neue Testament ins Gotische. Dafür erfindet er die gotische Schrift. Dieses Dokument ist eines der ältesten Schriftstücke in einer germanischen Sprache. Daher kann dieser Bibel eine hohe Bedeutung beigemessen werden. Bereits vor der Eroberung von Teilen Germaniens beginnt Rom zu zerfallen. Mit den römischen Bürgerkriegen im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus und dem Ende der Republik beginnt der Zerfall. Das Reich wird durch innere Spannungen immer weiter geschwächt. Immer wieder fallen germanische Stämme ins Reich ein. Die Markomannenkriege von 166 bis 180 nach Christus sind eines der spektakulärsten dieser Ereignisse. In diesem Konflikt werden Städte an der Nordgrenze des Reichs, wie das heutige Straubing, zerstört. Die Hunnen, ein Reitervolk aus Asien, verursachen durch ihre Vorstöße in Richtung Westen eine Fluchtbewegung. Es kommt zu einer Völkerwanderung. Unter diesem Druck zerfällt das Römische Reich 395 nach Christus in 2 Teile. Das untergehende Weströmische Reich verschwindet zunehmend von der Landkarte.
Häufig wird die Absetzung des letzten römischen Kaisers Romulus Augustulus 476 als Ende des Weströmischen Reichs angesehen. Um diesen Zeitraum endet die Antike, das ist der Beginn des Mittelalters. Die Überreste des Römischen Reichs sind überall in Süd- und Westdeutschland zu erkennen. Die Römer gründen viele bis heute bedeutende Städte. Sie hinterlassen ein Straßennetz, von denen Teile bis heute bestehen, wie die Via Danubia entlang der Donau von Bad Göcking über Regensburg bis Passau. Aber neben Infrastruktur nutzen wir auch das römische Alphabet und teils auch noch die römischen Zahlen. Das Wort Deutsch, Theodiska, tritt erst 786 als Name für eine nicht-lateinische Sprache auf. Die Germanen rechts des Rheins, nämlich Ostfranken, Sachsen, Schwaben und Bayern, werden als Deutschsprachige genannt. Der nächste Teil der deutschen Geschichte, Deutschland Mittelalter, folgt bald. Ihr findet das Video, wenn schon produziert, im Link rechts oder in der Videobeschreibung.